Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus Doktorchens Keller. Wir wollen ja eine Acid-Version von Hänschen klein machen und wenn man über Acid redet, muss man auf jeden Fall über einen Synthesizer reden, nämlich die Roland TB-303. Wie bereits erwähnt, besitze ich selber leider keine originale 303, sondern die TD3. Das ist der Behringer Nachbau, der 2019 erschien, sind sich aber sehr ähnlich. Das Original ist von 1981. Die Firma Roland, die das Original eben gebaut hat, kam ursprünglich aus dem Bereich der Drumcomputer. Also Ikutaro Kakehashi heißt der Roland-Gründer und der hatte vorher eine Firma namens Ace Electronics. Und Ace Electronics, die haben Drumcomputer hergestellt, die mit Heimorgeln vorwiegend verwendet worden sind. Also jemand hat so ein bisschen Orgel gespielt und hatte dann dazu eine Rhythmusbegleitung. So einem ähnlichen Konzept beziehungsweise so einem erweiterten Konzept folgte dann die TB-303. TB heißt Transistor Baseline und dazu gab es noch ein Rhythmus-Pendant, quasi TR606, Transistor Rhythm. Der Gedanke war, wofür braucht man Musiker? Ich kann den Bassisten und den Schlagzeuger auch einfach durch einen kleinen Computer ersetzen. Das Problem dabei war, vor allem bei der 303, also beide waren nicht sonderlich erfolgreich, muss man dazu sagen. Und bei der 303 war wirklich das Problem, dass die nicht nach einer Bassgitarre klingt. Also egal, wie man es dreht und wendet. Ich habe, als ich die TD3 neu hatte, tatsächlich mal 2 Stunden lang probiert, einen Bass-Sound rauszubekommen, der irgendwie annähernd nach einer Bassgitarre klingt. Es ist mir nicht gelungen. Den Anwendern vor 40 Jahren offenbar auch nicht, denn es war ein absoluter Misserfolg. 1984 sind die wieder vom Markt verschwunden, sowohl die 303 als auch die 606. Heute sind beides gefragte Vintage-Geräte, weil man angefangen hat, die zweckzuentfremden. Sie waren halt billig, dadurch, dass die in verhältnismäßig großen Stückzahlen gebaut worden sind. Also ich glaube, die 303 waren so um die 10.000 Stück, die in den 3 Jahren gebaut worden sind. Gab es halt günstig auf dem Gebrauchtmarkt und Musiker, die kein Geld hatten, aber experimentierfreudig waren, haben sich dann halt dort eingedeckt. Und die Band Future, die haben dann das erste Mal die 303 so verwendet, wie man es heute gewohnt ist, sag ich mal, in ihrem Album Acid Tracks. Daher auch schon der Name. Acid bezog sich tatsächlich auf die ätzenden Klänge, die der Synthesizer macht, wenn man sehr krasse Filtereinstellungen verwendet. Das ist auch genau das, was man heute tatsächlich will, wenn man eine 303 einsetzt, dieses typische Zwitschern. Das hören wir uns jetzt doch mal an. So, das sind also so die typischen 303-Klänge. An welchen Bedienelementen ich dort jetzt gerade gedreht habe und wie man solche Sounds erzeugt und was man dazu sonst noch so alles wissen muss, das schauen wir uns tatsächlich im nächsten Video an. Es wird jetzt so eine kurze Reihe folgen tatsächlich zur 303 bzw. zur TD3, wo es um Sequencer, Sequencer Mode, aber eben auch die verschiedenen Bedienelemente gehen wird. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Damit ihr das nicht verpasst, nicht vergessen zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu läuten. Dann hoffe ich, sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin, gehabt euch wohl.